Der Mehlkern ist verarbeitet. Und jetzt heben wir es kurz unter. Ist das cool? Bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis kocht. Wobei heute könnte man fast sagen, Dennis backt, obwohl ich gar kein Bäcker bin. Ihr seht hier einen fantastischen Streuselkuchen. Und das ist das Ding, was unsere Jungs richtig lieben. Wenn sie in die Kabine reinkommen, gucken sie schon, wo ist der Streuselkuchen und freuen sich, wenn sie ihn finden. Er ist so beliebt, dass ich ihn mittlerweile sogar auswärts immer mitnehme. Und wie der gemacht wird und wo der herkommt, das zeige ich euch heute. Herzlich willkommen, Bernd. Herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf, Dennis. Ich freue mich sehr und vor allen Dingen heute mal den Original BVB Streuselkuchen zu präsentieren, der nun wirklich ganz offensichtlich super toll nicht nur bei den Spielern ankommt, sondern auch die, die davon noch naschen dürfen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wollen was Tolles heute zaubern. Das werden wir auf jeden Fall machen. Bernd, ich habe gesehen, du hast hier schon einiges vorbereitet und habe mich schon über das eine oder andere gewundert, weil ich habe immer gedacht, das ist ja Butter, das kenne ich. Richtig, richtig. Und was haben wir hier? Wir haben zwei verschiedene Arten von Butter und zwar, das ist Premium, denn das ist Butterfett. Das ist eine Butter, wo schon das Wasser entzogen ist. Im Grunde genommen ist es der Kern, ausschließlich der reine Buttergeschmack. Beim Hefeteig tut es die normale handelsübliche Butter und das ist gar keine Frage. Aber bei dem Streusel, und darauf kommt es ja an, neben dem Vanillepudding, dass der richtig toll nach Butter riecht und auch schmeckt. Wir starten mit dem Hefeteig und weil du der Bäcker bist und ich der Koch, würde ich sagen, ich kümmere mich um den Vanillepudding. Coole Sache, perfekt. Und du machst den Hefeteig, und oder? Ich mach den Hefeteig. Genau, einmal an der Seite. Klack. Herzlichen Dank. Erzähl mal, was kommt da rein? Wir beginnen die Hefe aufzulösen und das ist der erste Schritt, bitte immer Wasser. Als erstes und dann kommt die Hefe rein und die Hefe lösen wir natürlich im Wasser auf. Also alles, was flüssig ist, ist der erste Teil, der in den Teig reinkommt. Hefe, Wasser und Milch. Hefe und Milch ist drin und jetzt kommt das Mehl. Handelsübliches Mehl, das was du normalerweise auch im Regal bekommst, da wird nicht gezaubert und das ist ein 550er Auszugsmehl, kein Dinkelmehl und wir reden ja bitteschön wirklich nur von dem Original-Streuselkuchen. Dann kommen die Eier dazu und dann nehmen wir in dem Falle auf 1 Kilo Mehl 3 Eier, Milch und wer möchte auch mit einem Schuss Sahne. Immer wohl gelitten, das macht den Kuchen eher cremiger, eher saftiger und eher gehaltvoller. Und das ist ja auch der Kern der ganzen Geschichte. Jeder wird auf die eine oder andere Weise schon mal einen Streuselkuchen gegessen haben und dass ihm das nachhaltig in Erinnerung bleibt, liegt oftmals daran, dass er zu trocken ist. Ja. Zucker, eine kleine Vanilleschote. Soll ich dir die auskratzen? Ganz wichtig, zum Schluss erst das Salz. Salz auf der Hefe ist tödlich und das ist doppelter Hinsicht, das sind lebende Bakterien und die Hefe geht dadurch kaputt. Bitte erst zum Schluss. Während der Teig vor sich hin knetet, machen wir jetzt den Vanillepudding. Dafür brauchen wir natürlich einen Topf. Wir haben die Milch. Die Milch muss jetzt aufkochen. Ich habe Vanilleschoten reingegeben, ich habe sie aufgeschlitzt, das Mark ausgekratzt. Jetzt geben wir noch etwas Zucker dazu. Und das muss jetzt erstmal kochen. Wenn das gekocht hat, binden wir das mit Speisestärke ab. Bernd, wenn du Fußball und Backen vergleichen würdest, was ist für dich anstrengender? Ich fange mit meiner früheren Geschichte an. Also ich komme aus Forum, genau aus Wattenscheid. Und ich war 10 Jahre bei Wattenscheid 09 und habe da gespielt. Von der D-Jugend an bis hoch zu den Amateuren. Ich hatte übrigens einen Auftritt in der ersten Mannschaft mal. Und zwar in der Intertoto-Runde gegen Braunschweig. Oh ja. Und das war wirklich cool. Also insofern nichts zu vergleichen mit der heutigen Spielweise. Aber mir hat es damals riesig Spaß gemacht. Ich kenne keine Sportart, wirklich, die mir so viel Freude als Jugendlicher gemacht hat, wenn es um Kreativität geht. Und den liest auf dem Platz genauso gefragt wie vor dem Herd. Dann gibt es eine Duplizität. Ja, da gebe ich dir recht. Die Speisestärke löst sich am besten auf, wenn man die vorher schon mal ein bisschen mit der Milch vermengt. Und das am besten, wenn sie noch nicht ganz heiß ist, sondern lauwarm. Da geben wir ein bisschen was dazu. Die Milch fängt jetzt langsam an zu blubbern. Und jetzt können wir unsere Speisestärke hinzugeben. Damit der Vanillepudding eine schöne Farbe bekommt, kann man entweder noch ein Eigelb hineintun oder sogar zum Beispiel ein bisschen Kurkuma reinmachen, dann kriegt er einen schönen gelben Glanz. Es verhält sich übrigens mit dem Eigelb genau wie mit dem Fett. Wenn es 2 Eigelbe sind auf 1 Liter Milch,
ist es überhaupt nicht schlecht, schadet nicht. Ich merke gerade, ich kann noch nicht mal kochen. Ja? Also süße Sachen zumindest, ja. Den Pudding einmal richtig gut durchkochen und dann können wir ihn auch schon umfüllen. Wunderbar, vielen Dank. Das ist ja hier wirklich Teamsport, was wir hier machen, ne? Der Trainer hat zu mir gesagt, halt dich an den Dennis, der hält die Abwehr zusammen. Und den Vanillepudding stelle ich jetzt kalt, damit wir auch gleich unseren Streuselkuchen zusammenbauen können. So, mein lieber Bernd, wie sieht denn unser Hefeteig aus? Können wir den umfüllen? Hefeteig ist fertig, jetzt füllen wir den um, machen ein kleines Mehlbett, wo wir den nämlich reinlegen oder drauflegen und dann muss der ruhen. Denn dann entwickeln sich die Enzyme, es entwickelt sich die Hefe in dem Teig. Also insofern neben einem guten Rezept ist natürlich selbstverständlich das Reifen, das Ruhen ein ganz entscheidender Faktor. Also Zeit. Oh, guck mal, wie schön der Teig ist. Perfekt. Wie heißt das nochmal? Wollig? Wollig, ja. So, dann kommt ein bisschen Mehl drüber. Der Teig ist fertig. Ich habe ein ganz klein bisschen Mehl oben drauf getan. Und jetzt einfach bei Zimmertemperatur eine halbe Stunde beiseite stellen und ruhen lassen. Alles klar, wunderbar. Weiter geht's mit den Streuseln, ja. Da freue ich mich am meisten drauf. Die habe ich damals schon immer von meiner Mutter geklaut. Also, wie vorhin erwähnt, Butterfett, nicht Butter. Leicht zu bekommen, aber es hat einen ganz erheblichen Anteil an diesem wunderschönen, crunchigen und tollen, butterigen Geschmack. Ich schlage die Butter auf mit dem Zucker und dem Ei zusammen. Eine ganz kleine Prise Salz ist immer gut. Salz ist die geschmackliche Gegenkomponente zum Zucker. Dann kommt der Zucker mit dazu. Und dann muss das einfach richtig schön aufschlagen. Dann würde ich das Ei schon dazu tun. Butter schön aufgeschlagen, schön weiß, schön fluffig. So soll die nämlich sein. Je leichter und vorsichtiger, sensibler du mit den Fingerspitzen arbeitest, je schöner und fluffiger wird nachher der Streusel. Der Mehlkern ist verarbeitet und jetzt heben wir es kurz unter. Ist das cool? Bitte. Es ist wirklich ein toll gereifter, toller Teig. Er klebt nicht, er ist schön elastisch. Löcher reinspieksen ist absolute Pflicht, sonst wirft er nämlich Blasen. So, Letzte das Antwort. machst du, da gehe ich Ja. mit dran. Pudding, der brennt an, aber der Streusel tut es nicht. Und insofern gehe ich bis zum Rand. Streuselkuchen Royal. Lasst uns ganz ehrlich sein, wenn wir heute schon mal BVB backen, dann auf dicke Hose und da haben wir uns Walnüsse gegönnt. Und was noch ganz wichtig ist, den Zucker bitte erst zum Schluss. Er macht die Mandeln noch mal besonders kross und besonders karamellig. Jetzt ist das Ding schon fertig. Mega. Der fertige Kuchen bei den 220 Grad Anfangstemperatur ungefähr 25 bis 30 Minuten. Bin ein bisschen aufgeregt. Warmer Kuchen. Da solltest du auch stolz drauf sein, denn der Streusel ist von deiner eigenen Hand geknetet. Sensationell. Fühlst du schon, wie schön kross er ist? Wunderschön. Wunderbar. Ich glaube, da oben noch so ein kleines Viertelchen durchschneiden. Und dann kann man, leinenlos. So sieht ein saftiger Kuchen aus. Perfekt. Wahnsinn. Wunderschön. Ich danke dir sehr. Boah. Unglaublich. Dennis, ich hörte einfach nur deine Meinung. Und was ich denke, weiß ich. Noch nie habe ich mir mehr gewünscht, dass ihr den zu Hause nachbackt. Bernd, ich danke dir, dass du hier warst. Unfassbar. Und ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schöne Feiertage noch.